Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute zeige ich euch das Rezept für eine richtig leckere und vor allem knusprige Gänsekeule aus dem Ofen. Wir machen eine richtig schöne, leckere Soße mit dazu. Das Rezept lässt sich wunderbar vorbereiten und wir legen direkt los. Eine gute Vorbereitung ist ja bekanntermaßen die halbe Miete und deshalb beginnen wir auch mit unserem Gemüse. Ich habe hier 2 Möhren, 100 Gramm Knollensellerie und außerdem eine Zwiebel. Alles wird geschält und dann in mundgerechte Stücke geschnitten. Der Hauptdarsteller unseres Gerichts, das sind natürlich die Gänsekeulen. Ich habe hier 2 Gänsekeulen. Pro Person ist eine in der Regel völlig ausreichend. Ich denke mal, so an Gewicht haben die 500 Gramm pro Keule. Das sollte, wie gesagt, ausreichen für eine Person. Du kannst dieses Rezept gerne mit 2 Keulen machen oder auch mit 4 Keulen. Dann würde ich die Menge an Flüssigkeit ein bisschen erhöhen, aber das Gemüse kannst du genauso lassen. Jetzt wollen wir die Gänsekeule ein bisschen vorbereiten. Dazu schnappe ich mir einen Zahnstocher oder eine Rouladennadel und steche das Fett von der Gänsekeule so ein bisschen ein. Das sorgt dafür, dass es später beim Anbraten besser austreten kann. Also einfach hier so ein paar Stiche setzen. Wenn das geschehen ist, dann würzen wir beide Gänsekeulen noch mit einer guten Prise Salz. Da kannst du ganz normales Meersalz nehmen. Einfach darauf geben und so ein bisschen in das Fleisch und in das Fett einmassieren. Das Ganze machen wir natürlich nicht nur auf der Hautseite, sondern auch auf der Fleischseite. Auch hier eine gute Menge Salz dazugeben und so ein bisschen in das Fleisch einmassieren. Falls du hier noch so überschüssiges Fett oder so an den Gänsekeulen finden solltest, dann kannst du das gerne wegschneiden, denn ansonsten würde sehr, sehr viel Fett austreten. Du kannst es gerne auslassen und beispielsweise zu Gänseschmalz weiterverarbeiten. In meiner Soße will ich es aber nicht haben, aber zu dem Thema Fett komme ich auch später nochmal im Detail. Jetzt kannst du deinen Backofen schon mal auf 150 Grad Umluft vorheizen und jetzt holst du dir einen Breter und gibst den auf den Herd. Du kannst es auch in der Pfanne machen, ich habe einen schönen Breter verwendet, gib ein bisschen Öl dazu und brate jetzt die Gänsekeulen zuerst auf der Hautseite an. Es geht jetzt durchaus darum, dass die Haut schon so ein bisschen knusprig werden kann. Natürlich nicht so, wie wir es später zum Servieren brauchen. Das knuspern wir später noch auf, dass sie richtig schön krosch wird. Ich denke, jetzt im ersten Step reichen so 3 bis 4 Minuten anbraten. Und du siehst, dabei wird jede Menge Fett austreten. Denn ganz ist ja erfahrungsgemäß relativ fettes Fleisch. Das ist aber gar kein Problem. Wir nutzen das gleich anderweitig noch. Ich zeige dir auch wie. Lass es jetzt in jedem Fall austreten und nach so 3 bis 4 Minuten, da kannst du die Gänsekeulen einmal drehen und für weitere 1 bis 2 Minuten auf der Fleischseite anbraten. Ich würde dir währenddessen außerdem empfehlen, dass du dir einen Löffel schnappst oder so eine Schöpfkelle und die Gänsekeulen immer mal mit diesem ausgetretenen Fett so ein bisschen übergießt. Das sorgt dafür, dass sie noch ein bisschen knuspriger werden, dass auch diese Teile hier an dem Knochen etwas besser knusprig werden können. Und dann kannst du die angebratenen Keulen, die jetzt so aussehen, auch schon herausnehmen. Am besten gibst du sie zunächst mal auf einen Teller und stellst sie beiseite, denn wir kümmern uns jetzt natürlich noch um den Soßenansatz. Aber vorher noch einmal zu dem bereits angesprochenen Fett. Du siehst es hier in der Pfanne, hat sich da jede Menge gebildet, das ist jede Menge ausgetreten. Das wäre ein bisschen krass, wenn wir das jetzt alles in der Soße verarbeiten würden, weil später tritt ja noch was aus. Dementsprechend schöpfe es gerne ab. Du kannst es wunderbar zur Verfeinerung von Beilagen verwenden, wie Rotkohl, das habe ich hier immer gerne mal gemacht. Aber auch zusammen mit Kartoffeln oder mit Rosenkohl ist dieses ausgetretene Gänseschmalz eine echt schöne Sache zum Verfeinern oder alternativ für Bratkartoffeln. Aber wir kümmern uns jetzt um unser Gemüse. Das wird in etwas Fett in dem gleichen Breter bei hoher Stufe angebraten. Dabei kannst du dir gerne ein bisschen Zeit nehmen, das dauert bestimmt 5, 6, 7 Minuten. Wichtig ist es, dass du regelmäßig umrührst, aber nicht andauernd umrührst, denn unser Gemüse darf gerne gewisse Röstaromen bekommen. Also es darf gerne so ein bisschen dunkel werden, karamellisieren, denn das gibt unserer Soße später einen schönen Geschmack und eine schöne Farbe. Du siehst es hier, das Ganze hat schöne Röstaromen entwickelt und jetzt gibst du einen Esslöffel Tomatenmark dazu. Rühre das Ganze einmal ein und lass es, ich denke mal, für ungefähr eine weitere Minute ein bisschen mit anrösten. Außerdem kommen noch 2 Esslöffel Puderzucker in den Breter. Der Puderzucker sorgt dafür, dass das Gemüse zusätzlich ein bisschen karamellisiert. Wenn du keinen Puderzucker da hast, meiner ist ja auch schon ein bisschen krümeliger, aber du kannst auch normalen Zucker nehmen oder gerne auch einen Honig oder einen Ahornsirup. Das klappt auch wunderbar.
Jetzt habe ich hier noch ein paar Gewürze am Start. Die Gewürze geben der Gänsesoße und auch den Gänsekeulen ihren weihnachtlichen Geschmack. Ich habe hier ein bisschen Orangenschale, eine Zimtstange, ein bisschen frischen Thymian, rund 2 Esslöffel getrockneten Beifuß, 2 Nelken, ein bisschen Pimentkörner und ein Lorbeerblatt verwendet. Gib alles jetzt kurz mit in den Bräter und lass es einmal andünsten, solange bis es leicht zu duften beginnt. Und dann löschst du alles mit insgesamt 100 Millilitern Portwein ab. Ich gebe den Portwein gerne in 2 Portionen mit dazu. Wenn du magst, kannst du es gerne flambieren, ist aber nicht unbedingt nötig. Also einfach mit Portwein ablöschen, flambieren, verkochen lassen. Und wenn du jetzt hörst, dass das Gemüse so langsam wieder anfängt zu rösten und dieses Geräusch von Kochen verschwindet und eher wieder so ein Geräusch von Rösten sich ergibt, dann löschst du mit der nächsten Portion Portwein ab. Auch gerne hier wieder flambieren. Das nennt sich Deklassieren, ist dafür zuständig, dass der Bratensatz gelöst wird und dass deine Soße einen richtig schönen, feinen Geschmack bekommt. Wenn die 100 Milliliter Portwein dann verkocht sind, dann gebe ich außerdem weitere 100 Milliliter Rotwein mit dazu. Auch den lässt du jetzt hier schön einkochen. Achte immer auf das Geräusch, denn beim Kochen finde ich, sind Geräusche wichtig und auch wahrzunehmen, was verändert sich im Ton, was verändert sich in den Brateigenschaften. Und hier ist es tatsächlich so, dass sobald das Gemüse wieder anfängt zu rösten, dann kannst du die nächste Portion Rotwein mit dazugeben. Ein Tipp noch für alle, die gerne alkoholfrei kochen möchten: Ihr müsst das nicht mit Portwein und auch nicht mit Rotwein machen. Ihr könnt auch gerne einen Traubensaft oder auch einen alkoholfreien Wein nehmen. Da gibt es wunderbare Weine mittlerweile, die man auch tatsächlich erstaunlich gut trinken kann. Alternativ aber einfach, wie gesagt, gerne ein bisschen Traubensaft. Dann würde ich so 100 Milliliter nehmen und dazu einen Schuss dunklen Balsamico. Wenn deine Weine, also egal ob jetzt ein alkoholfreier Wein oder alkoholischer Wein, dann verkocht ist, dann sieht euer Bratensatz so aus. Da ziehen wir gleich jede Menge Geschmack draus. Ich lösche das Ganze hier jetzt noch mit 500 Millilitern Gänsefond ab. Du kannst auch gerne einen Geflügelfond nehmen oder auch einfach nur gesalzenes Wasser. Leg die Gänsekeulen jetzt zurück in den Bräter und hier in unseren Schmorfond. Und dann sind sie bereit für den Ofen, denn jetzt müssen sie natürlich noch gar und knusprig werden. Dazu gibst du sie zusammen mit einem Deckel in den vorgeheizten Ofen und lässt sie für 2 Stunden bei 150 Grad Umluft im Ofen garen. Nachdem die Gans dann 2 Stunden im Ofen war, da werfen wir mal einen schnellen Blick und nehmen den Deckel vom Bräter ab. Du siehst, das Ganze schmort hier schön vor sich hin. Die Soße ist auch so ein bisschen verkocht und das Fleisch sieht zart aus. Ihr fehlt natürlich noch die finale Knusprigkeit, aber erstmal, wenn sich an dem Bräter so ein bisschen hier so ein Satz gebildet hat, dann kratzt den gerne ab, denn da steckt jede Menge Geschmack für unsere Soße drin. Wie gesagt, so richtig knusprig sind unsere Gänsekeulen jetzt noch nicht, aber nimm sie zunächst mal aus dem Bräter, denn das holen wir gleich nach, und stell sie zunächst mal zur Seite. Nach dem Garen sehen unsere Keulen dann so aus. Wie gesagt, wir knuspern sie im Ofen gleich oder in der Pfanne noch ein bisschen auf. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob der Gargrad richtig ist, dann stich mal in das Fleisch mit einer Gabel oder mit einem Messer. Wenn es leicht nachgibt, dann ist es perfekt. Du kannst natürlich auch die Kerntemperatur messen. Diese sollte bei ungefähr 85 Grad liegen. Jetzt gibst du den Bratensatz durch ein Sieb, denn wir ziehen uns jetzt unsere schöne Soße daraus. Aus den Gemüseresten, die hier noch übrig sind, die brauchen wir für unsere Soße nicht mehr. Prinzipiell kannst du die auch mitpürieren, dann bitte die Gewürze vorher entfernen. Dann bekommt die Soße tatsächlich ihre Bindung nur durch das Gemüse. Du kannst daraus auch einen Brotaufstrich machen. Wie das geht, zeige ich dir mal in einem anderen Video. Du siehst, dass in der Soße jede Menge Fett sich abgesetzt hat. Das kommt natürlich von der Gans, ist aber gar kein Problem, denn du kannst das Ganze jetzt mal in ein Glas oder auch in einen Becher gießen. Alternativ geht das auch mit einer Fetttrennkanne, die verlinke ich dir hier unter dem Video mal. Jetzt siehst du, wenn du das Ganze einmal hier schwenkst und ein bisschen abkühlen lässt, dass sich das Fett oben auf der Soße absetzt. Das Ganze kannst du jetzt einfach mit einem Löffel abschöpfen. Am besten funktioniert das tatsächlich, wenn die Soße schon ein bisschen erkaltet ist, weil dann wird das Fett auch richtig fest und du kannst es wirklich einfach abnehmen. Ich persönlich würde aber immer ein bisschen Fett in der Soße drin lassen, denn das gibt der Soße nicht nur einen schönen Glanz, sondern natürlich auch diesen schönen Gänsegeschmack. Und ja, wie gesagt, Gans ist jetzt ja ohnehin nicht gerade das Diätessen, also darf da gerne auch ein bisschen Fett mit drin sein. Gib die Soße jetzt zurück in den Topf und dann kochst du das Ganze einmal auf. Mir fehlt hier tatsächlich noch ein bisschen Bindung. Wie gesagt, ich möchte es nicht mit dem Gemüse abbinden, weil mir dann diese Feinheit der Soße verloren geht. Deshalb löse ich einen Teelöffel Speisestärke in Wasser auf.
Gib das Ganze zur Soße und rühre es einmal um. Einmal gut aufkochen lassen und dann siehst du auch, dass die Soße abbindet. Du kannst die Gans soweit auch tatsächlich am Vortag schon vorbereiten und die Soße fertig machen und das Fleisch so vorbereiten. Jetzt würdest du das mit Frischhaltefolie abdecken und dann könntest du sie am nächsten Tag oder auch am Abend servieren. Das ist gar kein Problem, deshalb mag ich dieses Rezept, weil es sich so super vorbereiten lässt. Wir bereiten jetzt aber die Gans direkt weiter zu und legen sie zunächst mal in den Bräter, den ich einmal ausgespült habe. Ich gebe außerdem noch ein bisschen von dem Gänsefett mit dazu und heiz den Ofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor. Gib die Gänsekeulen jetzt in den heißen Ofen und lass sie für 10 bis 15 Minuten aufknuspern. Bleib dabei bitte unbedingt am Ofen stehen, denn wir wollen ja nicht, dass die Haut zu dunkel wird, sondern sie soll nur richtig schön aufknuspern. Dann nimmst du die Gänsekeulen aus dem Ofen und hörst dir einmal an, wie schön knusprig sie geworden sind. Ja, so soll es tatsächlich sein. Saftiges Fleisch und eine richtig knusprige Haut obendrauf. So mag ich die Gänsekeulen am liebsten. Was jetzt noch fehlt, das sind natürlich ein paar Beilagen. Ich habe mich dazu entschieden, meine Gänsekeulen mit ganz klassischen Kartoffelknödeln zu servieren. Außerdem darf ein bisschen selbstgekochter Rotkohl nicht fehlen, den habe ich ja verfeinert mit dem Gänsefett. Das Rezept habe ich hier gerne mal einmal für dich verlinkt, weiter oben. Und dann darf natürlich die leckere Soße nicht fehlen. Gut, bei mir ist sie jetzt hier ein bisschen auf dem Kartoffelkloß gelandet. Das würde ich euch empfehlen, im Zuge einer schönen Optik das ein bisschen anders zu machen. Dann noch die Keule mit dazu und wenn du magst, mit ein bisschen frischen Thymian garnieren. Vielleicht noch ein bisschen Salz drauf und dann ist dein Gericht auch fertig zum Servieren. Die Gänsekeulen sind richtig saftig geworden, sind knusprig geworden. Ich schneide sie hier direkt mal an und muss natürlich probieren, denn das darf ja auf keinen Fall fehlen. Das ist immer der schönste Teil dieser Videos. Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Freue mich auf deinen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Damit du mir jetzt hier nicht so untätig beim Essen zugucken musst, kommen hier noch ein paar weitere Rezeptvorschläge für dich. Vielleicht ist ja was Spannendes mit dabei. Ich freue mich, wenn du den Kanal hier gleich abonnierst. Dann verpasst du kein neues Video mehr. Und sag guten Appetit und bis bald im nächsten Video.